2 Jahre bin ich ohne Flugzeug um die Welt gefahren. Und das hier ist die letzte Etappe der Weltumrundung. Und ich sag's euch, die Tour einmal quer durch die USA war das härteste, was ich jemals gemacht habe. Wo würdest du dein Zelt aufbauen, wenn du überall Alligatoren siehst? Oder ein Hurricane dich wegbläst? Scheiße, 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 scheiße. 3 Wochen Gefühlschaos mit seltsamen Begegnungen, Probleme mit der Polizei und Einladungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Aber wenn du versuchst, ins Haus reinzukommen, ich erschieß dich. Das meine ich ernst. Und dann dieser eine Moment, den ich nie vergessen werde, als ich den Atlantik das erste Mal sah und wusste, das Abenteuer meines Lebens ist jetzt vorbei. Moin, seid gegrüßt zu diesem neuen Video. Hier aus Texas gerade noch. Ich versuche jetzt die nächsten 3 Wochen 3000 Kilometer zu machen bis nach Florida. Ich weiß nicht, was ich mir da vorgenommen habe. Ich glaube, das ist fast unschaffbar. Aber wenn es möglich ist, geht es nur auf eine Art. Und zwar mit der originalen Bubba Gump Schwimmmütze von Forrest Gump. Und hier dachte ich noch, ha, die USA ist doch ein einfaches Reiseland. Ich muss zwar viele Kilometer schruppen, aber Plätze zum Wildcampen gibt's überall. Das ist das erste Mal, dass ich so einen genialen Schlafplatz sehe. Ich habe gerade irgendeinen Typen gefragt, ob man hier schlafen darf. Der meint, nee. Danach kommt hier die Polizei und sammelt alle ein, die hier rumlungern. Das ist echt nervig. Da muss ich mich wieder unter irgendeiner Brücke verstecken. Das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei kenne ich ja bereits aus anderen Ländern. Und genauso wird's wohl auch in den USA weitergehen. Gar keine Lust drauf. Da hinten ist ein Kojote. Der war direkt hier vor mir auf der Straße. Ich habe schon echt oft einmal gesehen, aber nie drauf auf die Kamera. Vierbeiner mag ich, auch wenn ich manchmal andeuten muss, dass ich einen Stein werfe. Aber Alligatoren? Vor denen habe ich richtig Schiss und davon werde ich in den kommenden Tagen massig sehen. Aber erstmal zu meinem ersten Schlafplatz. Alter, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Bin auf Zeltplatzsuche. Mit einmal bewegt sich neben mir was. Ist noch da. Oh mein Gott, eine Eule. Die macht mit ihren Schnabel irgendwelche Geräusche. Und ich war so erschrocken. Ja, habt ihr es gehört? Was geht mit der Eule ab? Ich tu dir nichts, ich tu dir nichts, ich tu dir nichts. Aber ich weiß nicht, warum fliegt die nicht weg? Die ist ja bestimmt verletzt oder so. Ich wollte jetzt genau hier mein Zelt aufschlagen, ne? Genau hier. Aber ich glaube, ihr geht's gut. Die ist gerade da hochgeflogen. Ich glaube, ich habe sie nur aus dem Schlaf geholt und die ist noch ein bisschen blemblem. Was für ein schönes Tier. 133 Kilometer heute und das muss jetzt Durchschnitt werden, die nächsten 20 Tage lang. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Step by Step. Mal gucken, wie die nächsten Tage werden. Und schon heute begann der mentale Zerfall. Nässe, Kälte und Gegensturm. So habe ich mir Texas eigentlich nicht vorgestellt. Und ab heute Abend sollen die kältesten Tage, die es hier seit Jahren gab, auf mich zukommen. Drauf geschissen. Heute keine Ausreden. 130 müssen her. Aber 80 Kilometer Gegenwind später? Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Es pisst seit 4 Stunden. Es ist den ganzen Tag Gegenwind. Ich komme nicht voran. Mir ist so kalt und ich finde keinen Schlafplatz. 5:30. Die Nacht soll Minusgrade werden. Minusgrade. Moin von unter der Autobahnbrücke. Die Nacht war so beschissen. Alter, was? Der Unterschied zu gestern einfach. Es ist so kalt. Als ob. Meine Flasche gefriert gerade. Beim Fahren. Ich bin jetzt in Houston, in der Hauptstadt von Texas. Es kann passieren, dass ich heute high werde, weil aus jedem 5. Auto gefühlt kommt übel die Graswolke raus. Was geht hier ab? Die nächsten 2 Tage waren der Tiefpunkt meiner Reise und ich erspare euch meine negativen Bemerkungen. Mein Navi hat mich im Großstadtdschungel in jede Sackgasse geschickt, die es gibt. Ich habe echt starke Achillessehenschmerzen bekommen und die Zeltplatzsuche war der absolute Krampf. Ich sag's euch, das war gestern wirklich frustrierend. Ich bin wirklich 1,5 Stunden rumgefahren. Ich habe so viele Menschen gefragt, ne? Bestimmt 30 Menschen. Und die meisten waren schon bei, kann ich dich was fragen? Nein. Da haben die direkt halt Nein gesagt und das hat mich so ein bisschen schockiert. Mich haben ja schon ein paar Leute darauf hingewiesen, dass die Texaner jetzt nicht die freundlichsten, freundlich kann man vielleicht nicht sagen, aber die offensten Menschen sind vielleicht. Aber solche Geschichten scheiße ich ja meistens und guck selber, wie es ist. Aber in dem Fall scheint es vermutlich zu stimmen. Viele Texaner haben mich vor Texas gewarnt, dass ich mit der Knarre davon gescheucht werde, sobald ich ein Grundstück betrete. Und solche Schilder zu sehen, auf denen steht, dass dieses Grundstück von Gott und von Waffen beschützt wird, machen mir auch nicht besonders Mut. Aber weiter mit meiner Glückssträhne. Manchmal hören die Nebenstraßen auf, weil irgendwie ein Fluss kommt. Und dann muss man auf diese Feldstraße drauf. Ich
hasse das, Alter. Da ist die Polizei, keine Ahnung. Will die was von mir? Ja, die will was von mir. Auf manchen Highways darf man fahren und auf anderen nicht. Ich hatte gehofft, dass ich diesen 1 Kilometer über die Brücke fahren darf. Bei großen Flussüberquerungen gibt es für Fahrradfahrer einfach keine Alternative, als jedes Mal 25 Kilometer ringsherum zu fahren. Darauf hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Sorry for that. You got your license? You got your ID with you? Yes, of course. Where you coming from? Germany. Germany. You Yeah. rode your bike from Germany? Yeah, for 2 years. But always found smaller roads. But on this time I was like, Yeah. how? You can't drive on no highways around here, sorry man. for that. Sorry for that. Home is from Germany. You've been all over, huh? Yeah, I'm cycling from Germany to Japan, like through 35 countries. Yeah, And I took a trip from Asia to Long Beach, cycled a loop in California, then Mexico for 3 months, then went up to Texas. Trying to get to Florida. Just can't be on the interstate or bridges, boss. Yes, yes. Yeah, I don't want you to get hit. I ain't working. Yeah, now. thank you for the protection, man. Thank you. Natürlich macht die Polizei nur ihren Job und ich hätte das nicht tun sollen. Die 2 Polizisten sind jedenfalls super nett und verständnisvoll und erklären mir auch, wie ich weiterfahren soll. 25 Kilometer Umweg. Alter Schwede. Eigentlich ein ganz cooler Schlafplatz hier, aber er ist am Fluss. Ich habe echt Schiss, dass hier ein Krokodil auf mich wartet. Gestern hat mir jemand gesagt, dass es hier überall Krokodile gibt. Das sieht hier ein bisschen aus wie eine Krokodilspur. Also natürlich kann ich mir das alles einbilden, aber so ein Gang und gerade hat sich ein ganzer Busch bewegt. Aber ich sag's euch, dieses Gebiet ist Alligatoren verseucht. Mit dem Wissen der nächsten Tage hätte ich hier niemals mein Zelt aufgestellt. Das ist echt ein scheiß Gedanke, sage ich euch. Das ist genau wie in Nepal mit dem Tiger. Das ist unwahrscheinlich alles, aber irgendwie ist das hier drin. Aber hey, Sehne hat gehalten. 162 Kilometer, weil weniger Gegenwind. Das ist ja schon mal was. Tag 7 bricht an. Es wird endlich wärmer und ich erreiche den Bundesstaat Louisiana, was gleichzeitig der mentale Wendepunkt dieser Reise werden sollte. Jetzt, wo ich vor der nächsten geschlossenen Brücke stehe und das zweite Mal innerhalb von 2 Tagen 20-25 Kilometer Umweg fahren muss, reicht's. Also ich bin gerade irgendwie so in ein Loch. Ich rede ab und zu bei mir selber ein, ja komm, ist ja nicht mehr so weit bis nach Miami. Aber das ist eigentlich Schwachsinn, weil von hier bis da, wo Franzi ist, noch genauso weit wie von München bis nach Istanbul. Ich meine, das sind Distanzen, das ist einfach crazy. Hi. Do you need some help? Where the fuck you come from? From Germany. Huh? From Germany. Hi. Awesome. Have you ever traveled through Louisiana before? Louisiana, no. Okay, so I'm being real with you. I'm not playing with you. Brother, this is alligator country right here. But I'll tell you something that I know for a matter of fact, that I walk down the road and the grass goes a whipping and the tail comes and knock you on the ground. They're everywhere up here at nighttime. Holy shit. Nighttime, for sure. There's alligator swamp everywhere, dude. You can take a light and shine through there and see them. I'm not playing. If you go down there and sneak down there by that bank, you probably get ate. Wenn der meint, dass es hier vor Alligatoren nur so wimmelt. Alter Schwede. Das ist echt beunruhigend. Also Krokodile sehe ich so als reelle Gefahr an. Also als wirklich wahrscheinliche Gefahr. Es gibt so ein paar Sachen, überfallen werden, erschossen werden, sowas. Das finde ich alles irgendwie unrealistisch. Kann passieren, aber Krokodile. Und wenn es noch viele gibt hier, keine Ahnung, wie viel Wahrheit jetzt dahinter steckt, was er sagt, aber er ist von Louisiana und warum soll er mir in der Hinsicht Scheiß erzählen? Auf jeden Fall werde ich jetzt vorsichtiger sein. Also ich werde sicher nicht mehr wie gestern hohes Gras und ein Fluss nebenan Zelt aufbauen. Mache ich nicht mehr. Habe ich zu viel Schiss oder Respekt. Oder beides. Das Zelt hatte ich diese Nacht hier aufgestellt, weit weg vom nächsten Gewässer. Und dass das wirklich kein Spaß ist, wird mir heute eindrücklich bewusst. Na. Nein. Ich mache gerade die Kamera an und sehe mein erstes Krokodil. Da ist ein Krokodil. Ich wollte gerade sagen, hier schwimmt alles ringsherum. Da ist ein Krokodil. Junge, was für ein Apparat. Das ist wirklich nicht gestellt. Ich habe wirklich gerade die Kamera angemacht und wollte sagen, dass ich wieder blaue Fische und Schildkröten sehe. Aber Krokodil. In echt so einen Riesen zu sehen, ist krass. Allein die Beine sind doch so dick wie meine Oberschenkel. Aber kurz zur Klarstellung, ich rede immer wieder von Krokodilen. Dabei sind das aber Alligatoren. Genauer gesagt Mississippi-Alligatoren. Diese werden bis zu 4,5 Meter lang und 450 Kilogramm schwer.
Krokodile haben eine spitzere Schnauze und kommen nur in Florida vor. Aber egal was es ist, ich will keine Bekanntschaft mit so einem Klopper machen. Riesige Feuchtgebiete, soweit man sehen kann, erstrecken sich hier über knapp 2 Millionen Hektar. Und das nur in Louisiana. Ein perfekter Ort für diese Jäger, denn in diesen Wäldern wimmelt es nur vor Leben. Nicht selten sehe ich Wildschweine oder andere Tiere über die Straße rennen. Aber vor allem die Vielzahl an Vogelarten, die ich vorher noch nie gesehen habe, begeistern mich. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier so eine Artenvielfalt antreffe. Auch nochmal heftig zu sehen, gerade auf der Drohne, wie groß das hier ist. Was für ein Riesenmorast das hier ist. Ist ja alles unter Wasser. Da sind noch mehr. Das sind richtig viele. Da kam gerade richtig... Irgendwie... Hat er mich vielleicht gesehen? Boah, da hinten ist noch eins. Ganz nah an der Straße. Alter Vater. Da ist einfach mal ein Krokodil vor mir. 3 Meter. Oh, oh, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Oh, also ich hätte ahnen können, dass es passiert, trotzdem hat es mich erschreckt. Oh, oh, Alter, was ist mit mir los gerade? Ne, ich verpiss mich jetzt hier. Junge, hier war gerade ein richtig großes, und wo ich ankam, haut's übelstes Wasser nach oben. Boah, nee, ich mach gleich weiter hier, ey. Alter Schwede, ist das krank. Ich zitter richtig, ne? Wenn das vielleicht gerade ein Ami guckt, der macht sich vielleicht gerade über mich lustig. Aber für mich ist ein Krokodil einfach, ich weiß nicht, gefährliches Ding. Oh. Das war gerade noch ein kleines, das davor war recht größer, ne? Ich habe gewusst, dass es natürlich hier Florida und so, aber jetzt das live zu sehen, da sind gerade so viele hier, das ist echt crazy. Oh, hier der nächste. Alter Vater. Hat mich glaube ich gesehen, hat sich in den Kopf gedreht. Ich zeig's euch nochmal hier. Seht ihr das? Oh, leck mich doch am Arsch. Alter. Nein, jetzt verpiss ich mich echt. Ah, ich erschrecke mich jedes Mal so hart, ey. Wo man hinsieht, Krokodile. Ey, heute Zeltplatzsuche, ich scheiß mir ein. Alter, Riesenviech. Für mich ist es wirklich verrückt. Also langsam gewöhne ich mich so am Anblick vom Krokodil. Aber dass es ja so viele gibt, hätte ich nicht gedacht. Dass man mal eins sieht, ja, aber Alter. Schwede. Und gestern der Typ, der gesagt hat, ja, hier Louisiana, tausende Krokodile überall, pass auf. Der hat es genauso gesagt. Ich penne hier auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Näher zum Pissen gehe ich auf keinen Fall ran. Nicht, dass hier irgendwie Schnippschnapp, ihr wisst schon was, ab. Nein! Als ob! Als ob! Da liegt ein Krokodilschädel! Also ich will jetzt auf jeden Fall nicht rangehen, weil das ist alles voll. Ich sehe jetzt schon 3. Mann, hier wohnt nur Geraschel vom Busch. Junge, guckt euch das an! Dieser Größenvergleich, meine Hand und dieser Schädel. What? Und die Zähne, Alter, die Zähne. Oh, krass. Kommt raus. Alter, Krokodilzahn. Dass ich ernsthaft hier, wo ich nur zufällig aufs Klo gehe, so einen Schädel finde. Das muss ja ein Riese gewesen sein, oder? Das ist ja ein, also, keine Ahnung wie groß, aber vielleicht 3-4 Meter. Versetz dich mal in meine Lage. Neben meiner Begeisterung für die Tiere habe ich wirklich Schiss, heute Abend zu zelten. Ich meine, siehst du das? Ich fliege mit der Drohne gerade mal 50 Meter und sehe gleich 3 Alligatoren. Und nicht nur im Wasser, auch an Land sehe ich solche Brummer, die das Maul öffnen, wenn ich mich nähere. Schreib mal in die Kommentare, ob du heute Abend dein Zelt hier aufschlagen würdest oder nicht. Wie viele hier rumliegen. Ist alles voll. Jetzt gerade, wenn ich mit euch spreche. So, ich sehe die ganze Zeit welche. Wahnsinn. Hey man. What are you fishing? Huh? Wow. Oh, just bait, catching bait. Wow. Like Germany? Germany? I saw the first time crocodiles. I was like, fuck. Oh, that's alligators. Yeah, everywhere. What you doing out here? I'm cycling around the world. Cycling? Yeah. Where did you start? In Germany. Do you want to learn how to throw?
I never did it. Like, I can teach you. okay. Solche spontanen Interaktionen mit Menschen habe ich in den letzten Tagen vermisst. Wenn ich alleine reise, ist mein Bedürfnis zu quatschen viel größer als zu zweit. Und wie cool ist das denn bitte, dass er mir gerade das Angeln mit dem Netz beibringt. Aber ich merke auch, dass die Menschen in diesem Bundesstaat viel freundlicher zu mir sind. Warum auch immer. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Wahrnehmung. I know you're starting to feel it. You have to feel it. Thank you so much, man, for let me try. No problem at all, sir. Have a great day, man. You too. Be safe. Be careful. Maybe see you tomorrow again in New Orleans. Aber das ist halt das Coole am Reisen. Es kann wirklich tagelang scheiße laufen und im nächsten Moment, bam. Oh, Krokodil. Ich bin erschrocken, ey. Vielleicht kommt es nicht ganz so rüber, aber mir tut es unglaublich gut, endlich wieder mal einen Tag zu haben, der mir richtig Spaß macht. Lieber sehe ich einen Haufen Alligatoren am Straßenrand rumliegen, als dass ich 10 Stunden neben dem Highway Kilometer schrubbe und in Langeweile ertrinke. Und das Faszinierende ist, das bin nicht nur ich, der gerade fröhlicher ist als sonst, sondern die Menschen sind auch anders hier. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade so eine Zone gekommen bin, aber heute grüßen so viele freundlich. Und das war bisher noch gar nicht in der USA der Fall. Wenn ich irgendwie jemanden grüße, dann kommt zu 95% nichts zurück, aber heute machen sie es von sich aus. Ihr wisst, glaube ich, gar nicht, was das für einen Boost gibt, dass man sich quasi willkommen fühlt. Das macht viel mit mir und das ist echt gerade richtig schön. Und ich weiß auch, dass ich es heute leichter werden habe, jemanden zu fragen, ob ich irgendwie in dem Haus pennen kann. Da wird sich heute viel schneller was ergeben. I have a question. I'm a traveler from Germany. I'm cycling around the world by a bicycle. And today I saw the first time in my life like alligators. I'm a little scared. Are there alligators here too? In the bayou. In the river, right? Would it be possible that I can maybe pitch my tent somewhere here? You'd have to ask the leader. Hello. Sorry for bothering you. I just would like to ask that I could pitch my tent this night here. I will start like 7 a.m. in the morning, very early. Where are you from? I'm from Germany. What part? Water? No, thank you. I have enough. Thank you. I Okay. have enough. All right. I'm from East Germany. Yeah, I had very good friends that stayed here from East Germany when the wall just came down. Oh wow. Okay. Yeah. How old are you? 27. 27. I'm on the road for 2 years already. What? How long? 2 years. Wow. And now I want to go to Florida. Let me just see what would be a good spot for you to tent. And I was asking her, are there alligators in this area? No, on the other side of the road. Okay, They okay. hardly have- Selten solch beruhigende Worte gehört. Ja, die Alligatoren sind auf der anderen Straßenseite. Aber nein, ich fühle mich wirklich sicher hier und ich bleibe die Nacht sehr gerne im Garten von Anita. Sie ist super nett und hilfsbereit und hat auch einige Freunde in Italien und Deutschland. Ich hab's dir doch gesagt, heute wird's einfach mit Fragen. Einfach zack, Zelle stellen. Und es klappt einfach. Ah ja, und sie meinte noch, dass das Haus immer noch so beschädigt aussieht wegen den Hurricane vor 3 Jahren. Da ist wohl die ganzen Ziegel runtergeflogen, Scheiben sind immer noch nicht drin da hinten und das Dach ist einfach weggeflogen. Aber haben echt Herz am rechten Fleck, die ist so nett zu mir und das Schaf guckt mich so komisch an. Okay. Dann versuchen wir es mal bei der Kuh. Da funktioniert's. Bei der Ziege. Okay, die ist einfach nur verwirrt. Jetzt sind wir spontan noch im Restaurant gelandet und es gibt Austern. Erste Mal in meinem Leben, glaube ich, Austern. Und danach gibt es noch Crawfish. Also, ich glaube, das sind Langusten, also irgendwelche Krebstiere. Würde ich sonst nie machen, echt extrem geil. Diese Flusskrebse und Austern sind wohl das kulinarische Wahrzeichen Louisianas. Erstmal brauche ich eine Anweisung, wie man so etwas überhaupt isst. Aber das Highlight waren für mich die Riesenaustern mit Knoblauch und Parmesan überbacken. Wow. Wow. Hätte nicht gedacht, schmeckt übelst geil. So, zurück im Zelt. Ich sag's euch, diese Austern, ey, eine der leckersten Sachen, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Hätte ich nicht gedacht. Schöner Tag. Morgen geht's weiter. Es gibt eine Stadt in der USA, die empfiehlt mir wirklich jeder. Und da geht's heute hin. Es geht nach New Orleans. Mir wurde gestern gesagt, es gibt da eine richtig große Sache und das ist Karneval. Und ratet mal, wann das startet. Ja, heute.
Was ein Zufall wieder mal. Bin ich echt mal gespannt, was mich da heute erwartet. Okay, das ist die größte Brücke vermutlich, die ich jemals gesehen habe. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Lieber Gott, mach irgendwas, dass Fahrräder darauf erlaubt sind. Zumindest gibt es hier schon mal einen Seilstreifen, das ist extrem wichtig. Brücken ohne Seilstreifen, da komme ich so ins Schwitzen, das ist wirklich gefährlich. Aber hier, da ist er. Jetzt sehe ich das erste Mal den berühmten Mississippi. Ich glaube, die Brücke ist schon wieder ein Highway, aber es ging nicht anders. Es gibt hier nichts anderes. Die andere Brücke ist noch krasser. Und ich habe extra vorher in der Stadt herumgefragt, wie ich mit dem Fahrrad über den Fluss komme. Und alle meinten, dass diese Brücke die beste Wahl ist. Die nächsten beiden Brücken über den Mississippi sind nämlich mehrspurig, ohne Seitenstreifen und mit viel Verkehr. Als ich dann ungefähr in der Mitte der Brücke war, dreimal dürft ihr raten, ist das passiert. Boah Mann, schon wieder Polizei. Aber was soll ich denn machen? Hier gibt es keinen anderen Weg, Alter. Es gibt keinen anderen Weg. Ich habe 10.000 Leute gefragt. Mann ey, ich bin schon drüber eigentlich. Was will der jetzt von mir? I'm sorry, officer. So, Where are you trying to go to? to New Orleans. New Orleans. I want to go on the bike lane. On Yeah, like, there's a bike lane on top of the levee. yes. But you can't stay on the main highways with a bike. Yeah. Okay. I was not sure, and at least I asked like 10 people. What can I do? And no they told bikes on the. Okay, now I know. Sorry Yeah, about that. Not a On problem. the second bridge, they told me it's more steeper. For your safety. Yeah, of course. I'm heading to Florida. After you leave New Orleans, I don't know. Thank you so much, man. Thank you. Thank you. Have a good trip. Thank you. Careful. Okay, der Dude war echt korrekt. Der hat nur gesagt, hier, zu deiner eigenen Sicherheit. Ich glaube, in Deutschland wäre es anders gelaufen. Da hätte es bestimmt gehießen, das gibt eine Anzeige. Ich erreiche New Orleans, den Geburtsort des Jazz. Das Besondere ist, die Stadt liegt zur Hälfte unter dem Meeresspiegel, direkt an einer großen Biegung des Mississippis und wird durch ein komplexes System aus Deichen geschützt. Darum waren auch die Überschwemmungen von 2005 nach dem Hurricane Katrina so verheerend. Viele Viertel lagen tiefer als der Mississippi. Weil der Boden so sumpfig ist, kann man in New Orleans kaum in die Erde graben. Zum Beispiel werden Tote in steinernen Gruften über dem Boden bestattet. Vor 300 Jahren wurde die Stadt von Franzosen gegründet und diesen französischen Einfluss erkennt man heute noch an der Architektur. So, da sind wir in der Stadt, warum ich 150 Kilometer Umweg auf mich genommen habe. Dann schauen wir doch mal, ob es sich lohnt. Es ist wirklich schön. Die Bäume hier mit diesen bekrümmten Ästen. Und ich liebe ja diese Holzhäuschen, ja. Sieht so ein bisschen aus wie im Film Forrest Gump. Hat schon was. Guckt euch das an. Die ganze Straße voll. Die ganzen Leitern links und rechts und Stühle, damit sie quasi in der zweiten Reihe noch was sehen, wenn heute Abend die Parade ist. Also ich habe von jemandem gehört, dass heute Abend eine Parade ist. Und da will ich auch hin. Ich weiß noch nicht wo, aber jetzt könnte ich es mir denken. Guckt euch das an. Seit Kilometern ist das so. Dann hocken die jetzt hier 5 Stunden oder so, bis es losgeht. Hätte mir das gestern niemand gesagt, ne? Ich wäre hier reingefahren. Er hat gar nicht gewusst, was abgeht. Und ich habe immer noch keinen Schimmer, was hier gleich abgeht. Jedes Jahr kommen rund 1 Million Menschen nach New Orleans, nur zum Karneval, was hier aber Mardi Gras genannt wird. Also wortwörtlich übersetzt, fetter Dienstag. Bevor gleich die riesigen Paraden durch die Straßen ziehen, schaue ich mir erstmal die Stadt an. New Orleans hat schon seit seiner Gründung eine bunte, kosmopolitische Bevölkerung gehabt. Franzosen, Spanier, Afrikaner und Menschen aus der Karibik prägten die Stadt. So war sie auch eine der ersten Städte der USA, in denen Homosexualität relativ offen toleriert wurde. Straßenmusiker und Jazzclubs sieht man hier überall. Pilger aus aller Welt kommen nach New Orleans, um die Heimat von Jazzlegenden wie Louis Armstrong zu besuchen. Es wird langsam dunkel und ich suche noch nach einer Lösung für dieses Problem. Ja, ich bin jetzt fast der Einzige ohne Verkleidung. Vielleicht gehe ich hier als Allmann mit Sandalen, wo auf den Socken links und rechts drauf steht. Aber bei so einer schlechten Verkleidung muss ich wenigstens meine Rolle gut spielen. Runter vom Rasen, das schreibt man mit 2S. Und das da ist ein Pfannkuchen und kein Krapfen. Gut zu wissen, dass meine deutsche Seite nach 2 Jahren auf Reisen immer noch da ist. Aber jetzt mal ernsthaft, was geht denn hier ab? Auf einmal sind die Straßen komplett überfüllt und ein Paradenfahrzeug kommt nach dem anderen. Dazwischen Tanzgruppen und alles Mögliche. Süßigkeiten, Ketten und andere Dinge fliegen durch die Luft und ich mittendrin. Vermutlich der Einzige, der nicht weiß, wie er hier reingeraten ist. Wir haben ein Penny gefangen. Was passiert hier eigentlich, Alter?
Gestern noch vor Krokodilen Schiss gehabt und heute hier Teddybär und Lichterkette, Alter. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Aber eine Aufmachung, ne? Wie viele Menschen da waren und die alle gejubelt und geschrien haben und die ganzen Paradenfahrzeuge. Echt wild. Bin sehr froh, heute hier in New Orleans angekommen zu sein. Verrückt. Ich habe dann noch Leute getroffen, die mir alles von New Orleans im Schnelldurchlauf zeigen wollten. Wir haben bis 4 Uhr sämtliche Jazzbars abgeklappert. Es war wirklich eine wilde Nacht. Die Rechnung gab es dann am Morgen darauf. Mit stabilen 2 Stunden Schlaf ging es wieder weiter. Aber frag mich nicht, was hier gerade wieder passiert. Die Situation einfach, wenn du nach dem Weg fragst und er fängt an zu breakdancen. Alter, war das geil gerade. Danach hat er gerade noch ein Gebet für mich gesprochen. Übelst netter Typ. Dass ich heil nach Hause komme, dass ich genug zu essen habe, dass ich genug Geld habe und so. Also es kommt immer dann, wenn du es nicht erwartest. Die Route von heute verläuft erneut durch ewig weite Sumpflandschaften. Und die Alligatoren sind auch hier mein ständiger Begleiter. Mit dieser Brücke betrete ich gerade den Bundesstaat Mississippi. Kurz nach dem Grenzfluss stehen plötzlich überall Häuser auf Stelzen. Bei Tropenstürmen und Hurricanes kann hier der Wasserspiegel blitzschnell ansteigen. Die brutale Erfahrung, wie bedrohlich sich ein Sturm anfühlen kann, erwartet mich schon morgen. Mein heutiges Ziel ist das Apartment von Victor, einem neuen Freund, den ich letzte Nacht in New Orleans kennengelernt habe. Er arbeitet bei der US Air Force und sein aktueller Arbeitsplatz liegt perfekt auf meinem Weg. 4 a.m. you said? Yes. It was too much. Oh my god. So thank you so much that I can stay here. Of course, man. This is Victor This man's awesome. He's amazing. and he cooked delicious Thai noodles. So I'm very looking Spicy. forward. Spicy? Okay, yeah. You want it Okay. spicy. Challenge accepted. You can take it. You can take it. Oh, it's super delicious. Appreciate it, man. And not that spicy, not dangerous spicy. No, I'm blocking it out. No, it's good. I'm It's blocking good. it out. Die letzten Tage war ich echt gut drauf, aber logisch kommt irgendwann das nächste Tief. Besonders diese eine Sache macht mich mental und körperlich einfach fertig. Junge, jeden Tag habe ich Gegenwind. Jeden Tag. Mann! Es nervt, Alter. Es nervt. Habe ich einfach nur unglaubliches Pech. Oder kommt der Wind immer vom Osten, Alter? Nächster Bundesstaat. Wir sind in Sweet Home Alabama. Lord, I'm coming home to you. Ich glaube, ich hatte noch nie solche Stimmungsschwankungen wie am heutigen Tag. Aber es hat gut getan, einfach mal die Emotionen rauszulassen. Das ist ungefähr Halbzeit der ganzen Tour. Ich hatte, glaube ich, noch nie so Wutausbrüche wie heute. Ich bin seit 11 Tagen unterwegs und ich hatte jeden Tag bisher Gegenwind. Aber ich fühle mich jetzt schon echt viel wohler alleine als am Anfang der Reise hier. Wirklich die ersten Tage waren ganz schön hart ohne Franzi. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass alleine Fahrradfahren, alleine Reisen nichts für mich ist. Aber ich komme da langsam rein. Da ist eine Vollsperrung. Ich habe voll vercheckt, dass ja immer noch Fasching ist, also Karneval. Komme ich da jetzt überhaupt durch? Good morning, officer. When is the parade starting? Do you know that? 1? Alright. Junge, was geht hier ab? Ey. Aber kurz nachdem ich das Ende der Stadt erreicht hatte, Meine Wind-App sagt 50 km/h Gegenwind. Und ich muss jetzt 15 Kilometer über eine Brücke. Junge! Was ist das hier? 8 km/h! Nee, es geht nicht mehr. Ich schaff das heute nicht. Ich will auf so einer kleinen Zwischeninsel. Da ist irgendein verlassenes Haus. Soll ich da heute pennen? Ganz schön spooky der Ort hier. Alles noch irgendwie hier gerümpelt da drin. Aber es brennt so eine Kaffee-Leuchttafel. Keine Ahnung warum. Aber ich glaube, hier werde ich pennen. Soll die Nacht richtig pissen. Oh, überdacht. Premium. Und der Wind ist so angsteinflößend. Das peitscht übers Wasser. Das ist hier eine ewig lange Brücke. Ich glaube 10 bis 15 Kilometer. Und hier ist eine kleine Insel in der Mitte. Aber hier bleibe ich, ey. Ich fahre nicht weiter. Das ist nur noch krank. Da hinten sieht man noch diese riesen Marineschiffe. Und Mobil. Ziemlich große Stadt. nichts ahnend, was hier gleich abgeht, baue ich mein Zelt an der windgeschützten Rückseite dieses ehemaligen mexikanischen Cafés auf. Aber so wie es ausschaut, wurde es vermutlich erst vor kurzem dauerhaft geschlossen.
Zelt steht. Ich werde jetzt ein bisschen Video schneiden im Zelt. Und dann geht's morgen vielleicht schon nach Florida. Boah, scheiße, Alter. Ich glaube, der Wind hat sich gedreht. Ja, das ist gar nicht gut. What? Nein. Ach du Scheiße. Das Zelt fliegt weg. Scheiße. Was mache ich jetzt? Oh Gott. Fuck, Mann. Was mache ich jetzt? Scheiße, Alter. Scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Kamera, Laptop, Schlafsack, alles nass. Ich habe jetzt hier alles irgendwie wegbekommen. Die Zeltstange hat es verbogen. Ich habe jetzt alles hier hingeworfen. Hier ist so ein bisschen Regen geschützt, aber ich muss erstmal jetzt irgendwie Zelt und Schlafsack noch trockner machen. Aber was mache ich jetzt? Ey, der Sturm hat sich innerhalb von 30 Sekunden gedreht, ohne Vorwarnung. Bam! Ich bin aufgewacht und dann ist das Zelt kollabiert. Okay, Hans, ganz ruhig. Step by Step. Step by Step. Ich habe hier irgendwann mal das Licht angehen sehen. Vielleicht ist da wirklich jemand drin, aber es ist alles verschlossen. Ich kann nicht bleiben hier. Entweder ich gehe ins Haus oder ich bin aufgeschmissen. Ich probiere jetzt irgendwie ins Haus einzubrechen oder halt irgendwie reinzukommen. Nein! Warte mal. Ist die Insel unter Wasser? Ich sehe keine Autos mehr. Nein, ich sehe niemanden. Ich habe auch geklopft gerade wie wild, aber was mich wirklich beunruhigt ist, dass hier keine Autos mehr fahren. Das ist ein Highway hier. Guckt euch das an, wie das hier abgeht. Das ist doch nicht normal. Guckt euch das an. Ey, ich bin so planlos. Da gab es, glaube ich, noch eine Tür irgendwo. Hier ist auch zu. Ja, jetzt habe ich alle Eingänge durch. Hallo? Okay, also, es macht jetzt definitiv keiner auf. Keine Ahnung, wie jemand drin ist. Ich muss jetzt meine Sachen irgendwo in Sicherheit bringen. Ein Fleck, wo es jetzt gerade aktuell trockener ist. Sache 2, mir ist kalt. Meine Daunenjacke ist vollkommen durchnässt, hat sie aufgesaugt. Das heißt, erstmal Wärme checken. Und drittens, ganz hinten dran, Schlaf. Hab mich auf jeden Fall beruhigt. Weil es fahren noch Autos jetzt wieder. Weil das war so ein Ding, wo ich dachte, scheiße, Alter, wenn diese Insel hier absäuft gerade. Warum ist da alles beleuchtet? Wir versuchen jetzt hier diesen schmalen Gang hier, Alter, davor zu schlängeln, weil da vielleicht man von außen rein kann. Letzte Chance, mehr probiere ich nicht. What the fuck? Es ist 5 Minuten später. Kein Tropfen Regen, kein Sturm, Windstille. Nichts. Was geht denn hier ab? Ist das wie so ein... Ist das ein Hurricane? Boah, das muss ich mal nachgucken gleich. Vielleicht ist es wirklich ein Hurricane und wir sind quasi in der Mitte, wo der Sturm weg ist und gleich kommt es brutal von der anderen Seite. Alter, vielleicht bin ich wirklich gerade im Auge von dem Hurricane. Kleiner oder groß ist mir wurscht, das war genug für mich. Boah, Gewitter. Also vielleicht lachen sich gerade irgendwie Experten hier von euch, die sich mit auskennen, mit Stürmen, mit Hurricanes, schlapp. Ich weiß nicht, also warum sollte sonst jetzt völlig windstill sein? Völlig windstill. Hier, kann hingehen, wo ich will. Kein Regen, kein Wind. So, das Wichtigste ist jetzt erstmal hier der Schlafsack und die Isomatte und das Zelt. Da ist ja noch Handy drin und alles. Habe ja alles zusammengeworfen. Erstmal hinter das Haus zu bringen. Alter, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist ja auch echt beruhigend. Okay, Update, halbe Stunde später. Ich habe hier alles weggeräumt jetzt. Alles ist drüben. Aber ich will es noch mal erklären, ne? Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Da stand mein Zelt. Und ich bin mit meinem Zelt, also es sind ungefähr 100 Kilo im Zelt gewesen. Ich wiege 80 und dann 20 Kilo noch Gepäck. Bis dahin geflogen. Ich bin mit dem Zelt gerutscht. Und die Straße da, wo die Autos jetzt noch fahren, die war halt unter Wasser, Alter. Jetzt sieht man ungefähr, wo das Wasser ist. Und das war einfach mal, guck mal, das ist alles, das ist so krass. Ich werde jetzt irgendwie versuchen, mir ein Lager aufzubauen, ohne Zelt. Oder mit Zelt, ach, ich weiß es nicht. Ja, meld mich später wieder. Die Zeltstangen habe ich zum Glück in der Nacht repariert bekommen. Aber ehrlich Leute,
Stürme können sich brutal bedrohlich anfühlen. Ich glaube, man muss selbst mal in so einer Situation gesteckt haben, um das wirklich nachzuvollziehen. Aber ich kann euch sagen, hier war nichts gespielt. Ich hatte richtig Schiss. Alright, ich gehe jetzt wieder schlafen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich mein Zelt nochmal aufbaue. Aber laut meiner Wind-App soll es jetzt gewesen sein. Und ich wollte gucken, ob ich das Zelt irgendwie hinkriege, dass es wieder funktioniert. Ein paar Zeltstangen zusammengebogen und ja, es steht. Also, bis morgen. Moin, wie ihr wisst, die letzte Nacht. Super erholsam, aber egal. Heute erster Tag, ne? Erster Tag, heute ist Tag 12. Kein Gegenwind. Es ist echt der Wahnsinn. Wenn ich genauso presse wie die letzten Tage, dann mache ich heute 200. Ich habe heute schon ein paar Nachrichten bekommen, ob ich denn den Sturm gut weggesteckt hätte. Weil der war in den Nachrichten und so und er hat wohl New Orleans ganz schön heftig getroffen. Eigentlich waren alle informiert. Alle wussten eigentlich, dass er kam. Ich hatte keine Ahnung. Hätte ich das gewusst, hätte ich schon irgendwo Hotel buchen müssen oder sowas. Letzter Bundesstaat, Florida. Woo! Aber die Freude hält so lange, bis ich auf meine Route schaue. Ich habe gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte. Junge, die Loden flattern. Alter Schwede, da hinten ist die Insel, wo ich jetzt hinfahre. Und diesen Wind, ne, hatte ich gestern voll in die Schnauze. Ah, zum Glück heute nur Seitenwind. Jetzt dreht es völlig durch. Ja, was ist denn hier los? Ja! Das ist jetzt die Insel. Die ist wirklich ewig lang. Und dann kommt man irgendwann wieder aufs Festland zurück. Der heutige Wind fühlt sich wie ein Befreiungsschlag an. Auch wenn es nur Seitenwind ist. Und auch wenn für die nächsten 10 Tage schon wieder Gegenwind gemeldet ist, genieße ich heute jeden Kilometer. Ich fühle mich wie ein Hippie auf einer reichen Insel. Ne? Kommt mir wirklich genau so vor. Ich lasse die Haare ja seit Nepal, also ungefähr ein Jahr wachsen. Sieht's lässig aus oder eher so obdachlos? Ist das nicht wunderschön hier? Boah, wie weiß dieser Sand ist. Wow. Guckt euch das an. Die Mission für heute ist ganz klar. Mit meinem 65 Kilo Fahrrad so weit zu kommen wie möglich. Und das auf dieser wunderschönen Insel. Die nächsten Tage werde ich an der Küste, immer in Strandnähe, am Golf von Mexiko entlangfahren. Habe heute echt einiges gefilmt für Social Media und YouTube. Trotzdem 230 Kilometer geworden. Aber jetzt hocke ich hier 6:30 vom Supermarkt und weiß nicht, wo ich schlafen soll. Ich hatte gerade einen Campingplatz rausgesucht und der ist halt geschlossen. Und der Wind ist halt echt nochmal richtig stark geworden heute Abend. Und er soll auch die Nacht so bleiben. Das geht nicht nochmal, also da habe ich gar keine Lust drauf. Deswegen frage ich gerade ein paar Leute vom Supermarkt rum, ob sie einen Platz für mich haben oder wissen, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Tja, dann schlafen wir heute Abend mal neben Boote. Ja, fragt mich nicht, wie es dazu kam. Ich habe gerade eine Stunde vom Supermarkt rumgefragt, ob ich irgendwo pennen kann. Aber 230 Kilometer heute. Wenn es auch noch Sommer wäre, hätte ich auch einiges mehr Zeit zum Fahren. Wären sie bei ungefähr 300 Kilometer. Wenn man das aufs Rennrad rechnet, das heißt zu Hause mit meinem Rennrad könnte ich eigentlich 500 Kilometer fahren oder sowas. Das ist schon verrückt, weil die Karre da, die ist halt 9-mal so schwer wie mein Rennrad zu Hause. Und ich habe heute mal geschaut, was ich so am Tag trinke. Heute habe ich echt 8 Liter getrunken, ne? Das hat man sonst gar nicht so auf dem Schirm. Bei 2-mal Pinkeln bleiben vielleicht, keine Ahnung, 6, 7 Liter übrig. Was alles über die Haut rausgeschwitzt wird, ne? Das ist eine ganze Klospülung. Stell dir mal vor, ihr schwitzt eine Klospülung am Tag über die Haut raus. Okay, Schluss mit den weirden Vergleichen. Ein Filmproduzent hat mich zwischen seinen Booten schlafen lassen. Und es geht weiter an der Küste Floridas. Ich liebe den Blick aufs Meer. Wenn ich das mache, fange ich automatisch an, über mich und die Welt nachzudenken. Meine wichtigste Erkenntnis auf dieser Soloreise bisher ist, dass ich viel emotionaler bin alleine. Wenn mich irgendwelche Leute grüßen oder ansprechen, dann freut es mich voll, weil ich habe sonst halt niemanden. Wenn irgendwas schlecht läuft, dann bin ich viel deprimierter und kann mit niemandem darüber reden. Und wenn was gut läuft, dann mache ich Freudenschreie. Das kenne ich überhaupt nicht von mir. Das ist
Super interessant. Ich glaube, jeder von euch kennt Panama City in Panama. Aber es gibt auch noch Panama City hier in Florida. Guckt euch diesen Strand wieder an. Die ganze Küste entlang. Wahnsinn. Wunderschön. Diese Sandstrände gehören sogar zu den weißesten weltweit. Und dazu kommt dieses kristallklare Wasser. Wenn ich nicht jeden Tag 10 Stunden im Sattel hocken würde, könnte man fast meinen, ich mache Urlaub. Aber natürlich ist Florida nicht nur für gutes Wetter und seine Strände bekannt. Da gab es ja noch etwas anderes. So, liebe Leute, Schlafplatzsuche in Florida. So, meine Gedanken sind, kann ich in Parks schlafen oder gibt es da Alligatoren? Oder andere Option, ich frage jemanden, ob ich auf dem Grund schlafen kann. Aber ich habe eigentlich keine Lust, jeden Abend jemanden zu fragen. Deswegen gehe ich das Risiko ein. Ich weiß ja nie, ob es irgendwo hier wirklich Krokodile gibt. Weil, schau mal, da schaut alles aus wie Wald. Überall ist Wald. Aber das Ding ist unter Wasser. Überall. Und deswegen, ich camp hier nicht. Zu viel Schiss. Hello. Excuse me. I have a question. Do you know a place where I can pitch my tent in the night? Are there campgrounds? Yeah, there's primitive campgrounds, but it's on the other side over there, and On the other side of the bridge, or the big bridge. over the big bridge. Ah, okay. It's like 10-15 miles. Yep. All right. Thank you for your help. Are there alligators in this area? Yes. You're in Florida, man. Shit. Last week I saw the first time in my life alligators. I'm so scared. Thank you. Good day. Okay, ich darf hier nicht pennen. Hier gibt's Krokodile. Gibt bessere Kombis, ne? Noch einmal 25 Kilometer zu fahren, nur um einen Campingplatz zu erreichen, der vielleicht offen hat, ist mir zu weit weg. Und ich habe heute schon 160 Kilometer Gegenwind in meinen Beinen. Ich erreiche Apalachicola. Manchmal fahre ich in Orte hinein, die mir sofort ein gutes Gefühl geben. So wie hier. Ich weiß nicht, warum in manchen Städten plötzlich alle grüßen und mir zuwinken. Aber dort, wo ich mich willkommen fühle, bleibe ich gerne. Ich frage ein bisschen herum, ob jemand einen Platz zum Campen oder vielleicht einen Garten für mich hat. Und irgendwie bin ich hier gelandet. Ich wurde gerade für einen richtig verrückten Haufen zum Essen eingeladen und die haben sogar ein Bett für mich. Was ist gerade passiert? Josh is very good. Guckt euch das an. Was ist gerade passiert? Boah, thank you so much. Ja, Spaghetti and Meatballs. Amazing. Ich schlafe bei Billy, eine Frau, die ohne zu zögern jeden Gast aufnehmen würde. Jeden, den ich in der Stadt nach einem Garten zum Zelten gefragt habe, antwortete nur mit: Frag doch Billy, sie wird dich aufnehmen. Weil es einfach so gut zum Video passt. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Ey, was für ein cooler, verrückter Haufen, ne? Die Frau, die mich aufgenommen hat, die hat mich sofort umarmt. Die kannte mich ja gar nicht. So, schön, dass du hier bist und so. Und na klar, habe ich ein Bett für dich. Ja dann, gutes Nächtle, ne? Am nächsten Morgen verabschiede ich mich von Billy. Eigentlich bin ich gut drauf. Deswegen kann ich selbst manchmal nicht ganz verstehen, wie mich das nächste mentale Loch so schnell und so stark aus meinem Flow reißen kann. Ich sag's euch, die Stimmung ist heute Morgen so am Ende bei mir. Ich fahre den ganzen Tag an der Küste entlang und es ist so ein Gegensturm. Ich fahre 12 km/h und baller so in die Pedalen. Meine Achillessehne fühlt sich extrem schlecht an heute. Ein Bekannter von uns hat ein kleines Haus, wo ich eigentlich morgen ankomme. Aber der meinte gerade, das geht nicht, hat ja schon Gäste da. Aber das ist gerade extrem deprimierend. Dann hätte ich übermorgen einen Tag Pause für meine Sehne gehabt und hätte den Regentag aussetzen können. Und jetzt muss ich wieder mit Schmerzen durch Regen und Sturm vermutlich. Ja, Hotel geht auch nicht, $170 die Nacht, das ist komplett krank. Wenn ich zu zweit mit Franzi unterwegs bin, bin ich eigentlich die emotional stabilere Komponente von uns beiden. Spannend zu sehen, wie schnell es mir schlecht gehen kann und ich in der Negativschleife für mehrere Stunden festhänge. Selbst kleine Dinge nerven mich. Ich hasse Mücken. Ein letztes Mal fahre ich durch ein endloses Sumpfgebiet und obwohl heute Morgen noch keine Wolke am Himmel ist, wird es ab jetzt 2 Tage regnen. Aber immer wenn es so scheint, dass alles doof ist, kommt ein kleines Wunder um die Ecke. Ich fahre jetzt gerade einen Sheriff hinterher und der bezahlt mir das Hotel für die nächsten 2 Nächte. Alter Schwede! Er hat irgendwas gemeint, er hat irgendwie Gratispunkte, die er einlösen kann und er
muss er quasi kein Geld zahlen und deswegen kann ich da jetzt umsonst schlafen. Das ist geil. Ich habe seinen Neffen zufällig vor 2 Wochen in irgendeinem McDonald's in Texas getroffen. Und gestern hat er mir geschrieben, weil er gesehen hat, wo ich gerade bin. Er meinte, sein Onkel sei Sheriff in einer Stadt, durch die ich sowieso fahren würde. Und dass ich ihn unbedingt besuchen soll. Aber dass er mir direkt ein Hotel spendiert, das war absolut nicht der Plan. This is a real sheriff star or sheriff coin from a real sheriff. How cool is that? Thank you so much, Martin. You're very welcome, very welcome. It's a pleasure to meet you. Yes, sir, same here. Ich habe das Gefühl, dieses Hotel ist echt ein schicker Schuppen. So unangenehm, bei diesem guten Teppich hier mit dem dreckigen Fahrrad drüber zu rotzen. Als ob. Junge, was für eine Bude. Alter Schwede. Ich bin so glücklich. Yes, baby. Ich freue mich auch so über diesen Sheriff-Stern, ne? Der schaut so cool aus. Diese Tour ist eine einzige Achterbahnfahrt für mich. Aber dass Einladungen in Amerika auch ganz anders aussehen können, merke ich am nächsten Radtag, als ich auf der Suche nach einem regengeschützten Schlafplatz bin. Ich habe gerade den Besitzer gefragt, ob der irgendwie hier weiß, ob es irgendwo ein Dach gibt, wo ich nachts nur schlafen kann. Erst war er so, ja komm, was willst du eigentlich? Und dann, ja, ich bin seit 2 Jahren mit dem Fahrrad unterwegs. Der so, was? Kommen wir nach Hause, hier, ich rufe meine Frau an. Aber wenn du versuchst, ins Haus reinzukommen, ich erschieß dich. Das meine ich ernst. Den letzten Satz hat er sich echt nochmal sparen können. Er hat ein paar Mal gesagt, ich meine es ernst. Wenn du versuchst, ins Haus zu kommen, ich erschieß dich. Er hat seine Frau angerufen und sie meinte, nein, ich darf nicht neben dem Haus schlafen. Bin ich ehrlich gesagt gerade echt froh drum um die Ablehnung. Außen nichts. Richtig schöner Zeltplatz. Aber mich beschäftigt das gerade noch, ne? Was ist das für eine bescheuerte Einladung? Darfst neben dem Haus schlafen, wenn du reinkommst, erschieße ich dich. Das beschäftigt mich. Das kannst du echt niemandem erzählen. Das kannst du echt niemandem erzählen. Und vor allem eine Sache beschäftigt mich seit Wochen oder Monaten sehr. In dem Moment, als ich hier ankomme, wurde mir so einiges bewusst. Aber seht selbst. Nach 18 Tagen Fahrradreisen durch die USA. Atlantik! Der Atlantik! Ich bin da! Ich bin endlich da! Da drüben ist Europa! Da drüben ist Deutschland! Nur noch mit dem Schiff da drüber. Und dann bin ich rum. Um die ganze Welt. Woohoo! Yes! Und dann passiert etwas, was ich nicht habe kommen sehen. Die Euphorie über die Leistung der letzten Tage schlägt plötzlich um und die Emotionen überrollen mich. Ich bin fast am Ziel. Wer mich kennt, ich vergieß fast nie eine Träne, aber jetzt wirklich hier zu sein. Oh, was ist mit mir los? So emotional kenne ich mich überhaupt nicht. Jetzt gehe ich noch 3 Tage an der Küste entlang und dann sehe ich Franzi wieder. Aber ich muss die letzten Tage schon so oft dran denken, was jetzt nach der Reise kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es macht mich gerade so stolz, traurig und glücklich hier zu sein. Dass wir sowas geschafft haben, wirklich 2 Jahre um die Welt zu fahren. Dass ihr uns das möglich gemacht habt mit YouTube. Dass wir uns das finanzieren konnten. Das ist nur ein Traum gewesen. Ein riesengroßer Traum. So viele Gedanken, wie es weitergehen wird. Werde ich als Physiotherapeut weiterarbeiten? Werde ich mit YouTube weitermachen? Hättet ihr Bock drauf auf sowas? Ich meine, wir haben euch jetzt 2 Jahre lang um die ganze Welt mitgenommen. Aber habt ihr Bock, weiterhin die Welt zu sehen mit uns? Oder viel eher mit mir? Ich glaube, es gänge halt, wenn dann allein mit mir weiter. Ich habe echt viele Ideen für tolle Videos. Ich glaube, das Potenzial und das Know-how wäre jetzt da, um richtig gute Videos zu produzieren. Aber ich weiß es noch nicht. Eins steht fest, wenn es wirklich weitergehen sollte mit Videos, ich würde alles reinstecken, was ich habe, meine ganze Energie, und ich würde es wirklich versuchen, von YouTube leben zu können. Ja, Step by Step. Ich will jetzt erstmal hier ankommen, noch 3 Tage,
und dann Gedanken sammeln, Schiff nach Europa, ankommen, Familie wiedersehen. Ich vermisse meine Familie auch. Ich habe jetzt 2 Jahre nicht gesehen. Ich will sie wiedersehen. Aber ich bin da. Atlantik war so ein so ein fernes Ziel immer. Ich habe so eine Dankbarkeit gerade. So eine Dankbarkeit, dass da alles möglich war. Dass das alles ohne große Verletzungen oder irgendwelche Krankheiten, dass wir gemeinsam das erleben konnten. Das kann uns keiner mehr nehmen. Das sind echt Erinnerungen für die Ewigkeit. Oh, was ist mit mir los, ey? Aber eins müssen wir auch ehrlich sagen, 2 Jahre jetzt reicht es auch wirklich. Wir haben wirklich beide Lust, heimzukommen. Uns haben auch viele gefragt, warum macht er nicht Südamerika und so. Nee, es geht nicht mehr. Wir wollen nach Hause, wir wollen Familie wiedersehen. Wir wollen unseren Platz wieder zu Hause haben. Von da aus Abenteuer machen, aber erstmal nach Hause. Es war lang genug. Das ist unser Limit. Mehr geht nicht. Ich kann gerade nicht weiterfahren. Ich muss erst mal hier irgendwie klarkommen. Ich glaube, ich habe mich wieder ein bisschen gefangen. Aber ich brauche kurz mal einen Moment zur Verarbeitung hier. Diese ganzen Zukunftsgedanken. Ne? Also ich mag meinen Beruf. Physiotherapeut, ich habe den Beruf gewählt und ich mag den. Ich hätte auch kein Problem, das weiterhin zu machen. Aber so Videos zu produzieren, ist halt nochmal Traum, den ich mir erwirklichen wollen würde. Weil Geld spielt für mich eine ganz untergeordnete Rolle. Dann berühmt sein noch viel weniger. Es geht mir sowas am Arsch vorbei. Ich merke einfach, mich macht das irgendeiner Form glücklich und stolz, dass ich das jetzt während der Reise erlernt habe, diese Videos zu machen und dann eure Kommentare zu lesen. Und ich weiß, es macht was mit mir und ich glaube, ich folge da einfach jetzt wieder mal mein Herzen. Also seien wir mal ehrlich, weil es kann nichts passieren. Wenn es nicht funktioniert, wenn ich damit nicht genug Geld verdiene, dass ich davon leben könnte, bin ich Physiotherapeut. Ich meine, nichts passiert. Immer probieren im Leben, darum ging es mir eigentlich schon immer. Probieren, probieren, probieren. Es findet sich immer eine Lösung, immer ein anderer Weg, den man nie gedacht hätte. Genug emotionale Faselei und Zukunftsgedanken. Jetzt mache ich wirklich weiter. Lasst mich wirklich gerne eure ehrliche Meinung in den Kommentaren hören. Hast du weiterhin Lust, mehr Videos von mir zu sehen? Und vor allem, welche Regionen dieser Erde findest du am spannendsten, die ich bereisen könnte? Aber jetzt weiter mit dem Video. Leute, ich pack's gerade gar nicht mehr. Heute ist hier ein Raketenstart. Jetzt, wo ich bin, ist der perfekte Platz, wirklich der nächste Platz, den es gibt, einen echten Raketenstart zu sehen. Ich flippe aus. Großes Problem jetzt. Hier wird gleich alles voll sein. In 2 Stunden geht das Ding los. Ich finde hier keinen Zeltplatz. Kannst du sowas von knicken. Hier wird gleich alles voll sein. Vermutlich. Also schätze ich mal. Die Leute in McDonald's da drin, die sind extra von weit her gekommen, um das heute zu sehen. Die haben gesagt, ja, das ist halt eine einmalige Chance im Leben. Es wird noch verrückter. Anitas Freund wohnt hier ganz in der Nähe und er holt mich mit dem Fahrrad ab. Wir gucken uns gemeinsam Raketenstart an und dann fahren wir gemeinsam zu ihm und er bringt mich morgen hier zurück, weil ich werde hier keinen Schlafplatz finden, kein Kommentar. Ich freue mich auf den Raketenstart wie ein kleines Kind. Und ich habe herausgefunden, das Ding ist bemannt. Da fliegen echt heute Astronauten zur internationalen Raumstation. So this is the straight way to the NASA, right? To the NASA station? Yeah. Das da ist Anitas Freund Harvey und dort vorne stehen schon Mitarbeiter und ein Auto von der NASA. Als es dunkel wurde, ist es dann soweit. Seht ihr das, wie hell das ist? Das sieht man ja richtig heftig, hätte ich gar nicht gedacht. Oh, jetzt kommt der Schall. That's the sound from the lift-off. Auch wenn es auf der Kamera ziemlich unspektakulär aussieht, man spürt richtig, wie der Boden anfängt zu vibrieren und wie zeitverzögert der Schall uns erreicht. Ich verabschiede mich von einer weiteren herzlichen Familie und ich wünschte mir, ich könnte mit Schallgeschwindigkeit reisen. Die Realität sieht aber so aus. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich den heutigen Tag überleben soll. Ich weiß nicht, ob man es mir ansieht, wie müde ich bin. Aber ich bin so fix und fertig. Ich bin einfach so erschöpft von dieser Tour.
Weil halt morgen zieht es mir so ein Stecker, das ist echt krass. Die einzige Motivation ist, dass ich weiß, dass ich morgen ankomme. Aber heute ist halt nochmal einen ganzen Tag richtig starker Gegenwind. Ich weiß nicht. Boah, ich will ankommen, ey. Nee, geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich bin völligst fertig. Gerade mal 45 Kilometer, aber ich fahre richtig komische Schlängelinien auf der Straße. Ich habe so eine Art Sekundenschlaf ab und zu. Ich muss erstmal herpennen. Ich habe gerade eine Stunde gepennt, eingerollt in dieser ranzigen Plane. Da kam gerade jemand, ob alles in Ordnung sei. Losfahrschmerz. Oh, die Hände. Oh. Ich sehe jetzt schon die Kommentare unter dem Video. Yep, ich werde langsam verrückt. Zu viel Sonne, zu viele Schmerzen, zu wenig Schlaf. Keine gute Kombi. Oh, ich habe gerade einen Hungerast bekommen. Ich habe jetzt nur 75 Kilometer. Ich habe die perversesten Essensfantasien, die ihr euch vorstellen könnt. Aldi! 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 Oh, Himmel! Himmel, Himmel, oh. Leute, ich habe gerade Waschbären gesehen. Ich wollte unbedingt welche sehen in den 3 Wochen und letzte Zeltnacht jetzt. Letzte Zeltnacht. Aber ich habe keine Lust, dass die mir das Zelt in der Nacht auseinandernehmen, weil ich habe da Essen drin. Das sind keine 2 Waschbären, das ist eine ganze Waschbärenarmee. Der ganze Wald hier raschelt wie Sau. Und die kommen immer näher an mein Zelt ran. Ich glaube, die riechen meine Chips oder sonst was. Da sind sie, meine Freunde. Vor allem hier in den USA haben sie keinen guten Ruf, weil sie alles klauen und fressen, was sie finden können. Ich finde sie richtig cool. Aber wohin jetzt mit meinem Essen, das ich mir gerade gekauft habe? Boah, da ist irgendwas. Scheiße, bestimmt. Waschbären. Verdammt, da hinten sind sie. Die werden nicht die Nacht so hart ausrauben. Frage an alle Experten. Essen ins Zelt reinnehmen oder draußen lassen? Diese Nacht war so beschissen, ey. Es kamen so viele Waschbären ans Zelt. Die ganze Zeit hat's gewackelt und heute Morgen bam, so viel Regen aufs Zelt. Ich guck eine Wetter-App nach der anderen durch. So, hä, hat er gar keinen Regen gemeldet? Ich habe neben Wassersprenkler geparkt. Es ist so klitschnass geworden. Und ich dachte mir so, warum regnet es denn gegen die Seite? Es macht überhaupt keinen Sinn. Die letzten Kilometer brechen an. Und auf einmal kann mein geschundener Körper wieder. Jeder Tritt in die Pedale wird zwar immer schmerzhafter, aber vermutlich ist die Vorfreude stärker. Ich freue mich. Ich freue mich so, gleich die Franzi wieder zu sehen, sie in den Arm zu nehmen und so. Das habe ich die letzten Tage und Wochen auf jeden Fall motiviert. Ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, das waren die härtesten Wochen physisch gesehen der ganzen Weltreise. Also meine Beine kannst du sowas von die Tonne kloppen. Und ich bin echt froh, meinen Arsch mal ein bisschen Ruhe zu gönnen. Ne? Ich glaube, der schaut schlimmer aus als mein Gesicht in der Pubertät. Oh, alles rot. Ich sehe gleich Franzi wieder. Ich bin so aufgeregt. Ich kann nicht mehr aufhören zu grinsen, ey. So, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Oha, war sie schon immer so schön? Einmal quer durch Amerika! Check! Yes! Ah, grüß dich. Oh, ja, tut mir leid. Danach können wir uns gescheiter machen. Endlich da, alter Schwede. Ja. War das eine kranke Scheiße. Mega, Hans, dass du es geschafft hast. Du siehst ganz anders aus. Sehe ich fit aus? Nein, das könnte man nicht mehr auf. Oh, ist ja richtig schön hier. Cool. Danke, Jean, dass wir umsonst hier wohnen können. Das ist unglaublich. Oh. Alter, was für ein riesen Wintergarten. Alter, meine Beine sind so fertig. Ey, endlich wieder gesundes Essen. Vielen Dank fürs Kochen. Aber danke fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt in Rente. Ein letztes Mal sagen wir, viel Spaß mit dem nächsten Video. Denn das wird das letzte von uns sein. Ein Schiff brachte uns über den Atlantik zurück nach Europa. Genau gesagt nach Italien. Wie es sich anfühlt, nach über 800 Tagen Weltumrundung zu Hause anzukommen, seht ihr im nächsten Video.